Und er hat das waren 8 Aufgaben. Eine war falsch, da hat er sich um eins vertan gehabt, aber er hatte wirklich richtig schön darunter die verliebten Zahlen gemalt. Und da kann ich mir nur denken, dass das mit dem Würfelhaus zu tun haben muss, weil meine Mutter auch sagte, der hätte das in 5 Minuten fertig, das Blatt. Also Ja. mein Sohn, der ist in der ersten Klasse jetzt und ich habe das eigentlich relativ schnell, würde ich sagen, gemerkt. Also durchaus schon so im Dezember, Oktober, November, also es war schon länger klar, dass er auch nicht so zahlenaffin ist wie sein Zwillingsbruder. Man hat einfach sofort gemerkt, dass der gar kein Grundverständnis von Mathe irgendwie hat oder entwickelt hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Also da hat er manchmal sogar Schwierigkeiten gehabt zu sagen, an meiner Hand sind 5 Finger. Ja. Und dann hatte ich die ganze Zeit immer Werbung vom Würfelhaus. Und ich bin ehrlich, bin da so ein bisschen drum rumgeschlichen, weil es natürlich ein Batzen Geld ist. Und dann haben wir aber auch hochgerechnet, gerade auch mein Mann, der hat halt gesagt, ja gut, wir können natürlich jetzt Nachhilfe machen, zur Schülerhilfe noch eine private Nachhilfe dazu, rechne das mal auf 3 Jahre, dann kommst du ja mindestens bei dem gleichen raus. Und ich finde, man profitiert extrem davon, dass die Kinder noch nicht so verbraucht sind von dem Schulvormittag. Da liegen Welten Ja. zwischen. Dann hast du die Aufgabe auch. Und das merke ich sowieso, dass das Kopfrechnen mit ihm eigentlich leichter ist als das Arbeiten am Papier mit Zahlen, weil er, glaube ich, wenn er die Augen schließt, das Bild wieder Raum hat. Ich hatte da ein paar Sachen mit vom Ja. Würfelhaus. Muss auch, das kann ich anderen Eltern nur empfehlen.